Wenn wir so über die besten Equipments im Fleisch sprechen, die existieren, was für Werte wären das in Euros? Sprechen wir von mehreren 10.000 oder 100.000? Also 100.000 auf jeden Fall nicht. Selbst wenn alles perfekt wäre, wärst du weit entfernt von 100.000. Und wir reden hier natürlich von Preisen in F-Coins. Schwer zu sagen, was auch auf die Klasse ankommt. Aber keine Ahnung. Ich denke so 20.000 ungefähr. Und ich glaube, das ist sogar schon zu viel. Kommt halt drauf an, was du alles dazu zählst. Oder was die besten Equips sind. Also theoretisch kannst du fast unendlich Geld ausgeben. Es ergibt aber keinen Sinn. Also zum Beispiel Blessing of the Goddess wäre sowas. Da könntest du alleine 10.000 Euro für ausgeben. Und es wäre wahrscheinlich, also weiß nicht, müsste mal jemand die Mathematik dahinter berechnen. Was 2 perfekte Crit Damage Rolls, was das für eine Wahrscheinlichkeit hat bei Blessing of the Goddess. Ein Roll kostet quasi $1. Also weniger, aber 80 Cent, Dollar-Cent, was auch immer. Allein dafür könntest du wahrscheinlich 5-stellig ausgeben. Wahrscheinlich sogar einen hohen 5-stelligen Betrag. Das ergibt aber keinen Sinn. Das würde niemals jemand machen. Das wäre bescheuert. Also so Sachen, die halt irgendwie keinen Sinn ergeben, die kann man da jetzt nicht wirklich dazu zählen. Oder du könntest dir jedes perfekte Pad im Spiel kaufen, wobei die gar nicht so teuer sind tatsächlich. Also, naja, sie sind schon teuer, aber jetzt nicht so ultra teuer. Also hast du ein perfektes Pad oder hast du alle perfekten Pads? Also was heißt bestes Equipment oder so? Müsste man davor noch definieren. Weil das heißt eigentlich für jeden was anderes. Muss ja jeder selber für sich entscheiden, was perfekt ist, was best ist, was fertig ist. Macht auch jeder. Da gibt es ganz schöne Definitionsunterschiede zwischen, was ist jetzt wirklich fertig, was ist perfekt. Da gibt es gigantische Abweichungen. Also für mich war früher immer in Flive PC vor allem, also für mich war perfekt wirklich perfekt. Also wirklich maximale Crit Damage Rolls, also früher 19% Crit Damage konntest du ja rollen, mittlerweile geht, lass mich nicht lügen, ich glaube 24 ist das höchste jetzt mittlerweile bei Flive PC. 5x24, glaube ich. Aber ist ja auch egal, auf jeden Fall früher war es 5x19, also 95 Crit Damage. Das war perfekt. Die meisten haben aber gesagt, also für mich war perfekt halt 5x19, weil ich meine, perfekt heißt für mich, geht nicht besser. Aber für die meisten Leute war perfekt schon 5x Crit Damage und es muss halt mindestens zweistellig sein, also 11%. Also wenn du 5x11 hattest, war das für manche Leute dann auch schon perfekt, wobei ich glaube, wenn wirklich jemand 5x11 gehabt hätte, hätten die meisten wahrscheinlich wieder gesagt, nee, eher nicht. Aber es ging quasi darum, dass du 5 Crit Damage Rolls hast und alle zweistellig sind. Das war für viele, weil für viele war zweistellig, das reroll ich nicht. Und damit halt im Endeffekt fertig. Also ob sie dann wirklich perfekt dazu gesagt haben oder fertig, aber für mich war das immer so ein bisschen das Gleiche. Aber wie gesagt, das entscheidet im Endeffekt jeder selber. Von dem her ist das sowieso schwierig, das zu verallgemeinern. Also gut, du hast bestes Equipment gesagt, das ist wieder was anderes. Aber wer auch immer das beste Equipment hat, müsstest du erstmal finden, wer das ist, auf welchem Server der spielt und so weiter. Und dann müsstest du dir halt angucken, was ist sein Equipment. Höchstwahrscheinlich, laut meiner Definition, wäre es wahrscheinlich fast perfekt, bis auf BODs. Aber wie gesagt, BODs finde ich halt... Ich meine gut, perfekt ist perfekt, nach der Logik. Aber BODs ist halt schon, das ist schon ziemlich bescheuert. Keine Ahnung. Ja. Aber das ist eigentlich das Einzige, was wirklich unfassbar schwierig ist. Alles andere müsste im Verhältnis, wenn Geld keine Rolle spielt, und in dem Fall dürfte ja Geld keine Rolle spielen, wenn du so viel Geld für ein Videospiel ausgibst. Alles andere müsste eigentlich ziemlich im Verhältnis ziemlich einfach zu erreichen sein. Also Ultimate Schmuck plus 10 zum Beispiel, vor allem jetzt mit den Dailies, ist theoretisch nur eine Frage der Zeit oder des Geldes. Wenn du allen Leuten ihre seelengebundenen Oris abkaufst zum Beispiel, wenn du deiner gesamten Gilde zum Beispiel alle ihre seelengebundenen Oris jeden Tag abkaufst oder einmal die Woche für einen halben Preis oder so, das ist, sag ich mal, deutlich realistischer als perfekte BOD-Rolls. Beziehungsweise BOG. Ich habe jetzt gleich die ganze Zeit BOD gesagt. Ich meinte BOG, also Blessing of the Goddess. Weil du da bessere Rolls haben kannst.
Genau. Oder auch perfekte Waffe. Ich meine, ja, ist schon auch schwierig. Wobei bei der Waffe ist es halt relativ egal, zum Beispiel bei Blade, weil eigentlich juckt dich nichts außer Crit Damage. Das ist das Wichtigste, weil der Rest beeinflusst deinen Schaden so gut wie gar nicht. Das dürfte auch ziemlich einfach sein. Perfekte Ultimate Bonus Rolls ist dann wieder relativ schwierig. Aber wenn du wieder, wie gesagt, Gate spielt keine Rolle, dürfte jetzt auch nicht ewig dauern. Sollte auch realistisch sein. Also das Einzige, was wirklich unrealistisch ist, egal wie viel Geld du hast, sind perfekte BOG-Rolls, weil du sie auch 5-mal brauchst. Du brauchst auf jedem Teil dann theoretisch 2-mal den höchsten Crit-Damage-Roll. Und ja, das ist ehrlich gesagt, das sollte nahezu unmöglich sein. Selbst wenn Geld keine Rolle spielt, das wird niemals jemand haben, wahrscheinlich. Ich gehe stark davon aus, dass das niemals jemand haben wird. Und das hat safe auch keiner. Hauptsächlich deswegen, weil das Update, wo das geändert wurde, erst 1,5 Monate alt ist. Aber selbst wenn es schon älter wäre, würde es niemals jemand haben. Never ever. Nicht, weil es zu teuer ist, sondern einfach, weil es sinnlos wäre. Also es wäre wirklich sinnlose Geldverschwendung. Vor allem, weil du nicht weißt, wie teuer es wäre. Das wäre wahrscheinlich das Schlimmste daran. Du kannst nicht sagen, ich gebe jetzt 10.000 Euro aus und dann habe ich's. Nope. Es könnten auch 100.000 sein. Oder mehr. Und ich denke, das wird keiner ausgeben. Jemals.